Gut, die Pets selbst sind auch extrem günstig, wenn man sie von F an anfängt zu züchten. So wie ich das mache. Da kostet mich jedes Pet in der Anschaffung 2 Mio. Das heißt, wenn ich es dann letztendlich für 150 Mio verkaufe, ist es ein Gewinn von 148 und dann auch die NPC-Kosten. Aber die NPC-Kosten, nicht ein einziges Pet verbraucht jeden NPC. Das heißt, die sind dann auch immer nur anteilig. Das heißt, die NPC-Kosten belaufen sich auch auf ein absolutes Minimum. Ich weiß es tatsächlich nicht, müsste ich mal ausrechnen wahrscheinlich. Denke ich mal so 15 Mio. Wenn überhaupt. Ja, 15 bis 20 wahrscheinlich. Also einen reinen Gewinn dann wahrscheinlich von... Also ich meine, die Preise ändern sich jeden Tag, aber reinen Gewinn von Gewinn minus, sagen wir mal 23 Mio. Das heißt, wenn S-Pad selbst wenn S-Pad nur noch 24 Mio wert wäre, könntest du immer noch eine Mio Gewinn machen. Wenn du von F anzüchtest. Und der F-Coin-Kurs gleich bleibt. Aber gut, wenn es soweit kommt, dann macht es natürlich keiner mehr, weil keiner macht sich die Mühe für eine fucking Mio. Ich habe von Anfang an gesagt, ich schätze, dass sie so bei 100 Mio landen werden und dann nicht weiter sinken. Ich denke, 100 Mio ist schon fair für eine S-Pad, also... Das dürfte schon fair sein. Es gibt auch schon wieder ein perfektes Crit-Damage-Pad, by the way. 15 Milliarden sofort kauft, das letzte wurde für 14 Milliarden verkauft. Also perfekte Pads liegen jetzt wohl so zwischen 10 und 15 Milliarden. Das ist so günstig im Vergleich zu dem, was sie vorher gekostet haben. Das ist richtig verrückt. Weil ich meine, 15 Milliarden, klar, für die meisten Leute ist das sehr viel Geld, für mich auch. Aber das ist halt deutlich erreichbarer als das, was davor war. Irgendwas 20, 30, 40. Und außerdem braucht man eigentlich auch gar kein perfektes Pad. War schon immer so ein Flive. Perfekte Pads sind eigentlich gar nicht mal so klug. Weil sie kosten unverhältnismäßig viel, weil es so unwahrscheinlich ist, sie zu bekommen. Die Ratios sind natürlich die schlechtesten. Eine 9 zu rollen ist nur halb so wahrscheinlich von der Wahrscheinlichkeit her wie eine 8 und so weiter. Das ist ja bei jeder Stufe so. Die 7 ist am unwahrscheinlichsten bei A und so weiter und so fort. Und wenn du aber ein Pad hast, ich sag mal gut, die ersten Stufen sind ja einfach, sagen wir mal 1, 2, 3, 4, 5. Das ist ja doch relativ einfach und jetzt mit den neuen Reroll-Preisen sehr erschwinglich, sehr günstig. Die 1, 2, 3 kriegt man in der Regel einfach so, ohne groß was zu rerollen. Dann die 4 und 5 vielleicht minimal. Und dann die letzten beiden Level müssen ja gar nicht 7 und 8 und 9, 7 und 9 sein. Selbst 6, 8 reicht schon. Ich weiß jetzt nicht auswendig, wie viel es ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Aber ich sag mal so, von den Kosten her wird es wahrscheinlich 5, 6 Milliarden günstiger sein. Und wird dann aber effektiv nur so 10% schlechter sein. Vielleicht 15. Und zahlst dann aber auch fast nur die Hälfte oder so. Da fragt sich ja dann schon, braucht man überhaupt das perfekte Pad? Also, ist halt immer die Frage, ne? Bei Flive PC war das auch immer so. Perfektes Pad kostet unfassbar viel. Und das fast perfekte Pad, das eine Stufe oder 2 Stufen schlechter ist, kostet dann direkt nur noch die Hälfte oder nur noch 75%. Und bei so hohen Beträgen sind das dann etliche Milliarden, die das ausmacht. Und wie gesagt, wenn es einem wirklich um Preis-Leistung geht, dann sind die perfekten Pads gar nicht mal so geil. Also ein Großteil der Spieler würde sich wahrscheinlich auch mit einem nicht perfekten Pad zufrieden geben, solange es einfach nur gut gelevelt ist. Also zum Beispiel bei Crit Damage würden sich die meisten auch mit 40 zufrieden geben, muss nicht die 45 sein und so. Und die meisten würden sich wahrscheinlich schon mit 36 zufrieden geben. Das ist es halt. Also das kommt auch noch dazu. Also die perfekten Pads sind jetzt extrem günstig. Und vor allem die nicht perfekten Pads, die sind jetzt halt extrem erschwinglich. Es gab letztens ein 31 CD-Pad, habe ich gestern schon gesagt, für 500 Mio. Ich meine, ich habe keine Ahnung, wie es gelevelt war. Wahrscheinlich ziemlich schlecht. Und am Ende kam dann wahrscheinlich die 8. So ähnlich wie bei meinem Int-Pad, das ich by the way nicht ausgepackt habe. So ähnlich hier wie mit meinem Int-Pad. Das ist kompletter Müll.
Aber es hat am Ende eine 8 bekommen. Jetzt gibt es trotzdem 32 Int. Und ich meine, 32 Int ist jetzt nicht besonders gut. Aber das Pad hat nur 1er und 2er. Aber nur durch die 8 einfach über 30. Ne? Und ich meine, das ist halt einfach geistesgestört. Also die 8 und die 9 am Ende, die machen so einen heftigen Unterschied. Und dadurch, dass jetzt halt so viele Müllpads auf S gezogen werden, vollkommen egal, wie sie gelevelt sind. Jedes Mal, wenn ein Crit Damage Pad mit einer 9 am Ende kommt, ist es sofort ein absolut solides Pad. Kannst du sofort benutzen, weil es ziemlich gut ist. Und wenn es so wie meins ist, vielleicht noch ein bisschen besser, es hat nur 2er und 3er und am Ende kommt die 8 oder die 9, dann ist es sogar ein ziemlich gutes Pad. Also rein nach den Werten gesehen, nicht nach den Leveln, rein nach dem, was der Effekt dann bringt. Und das reicht ja den meisten Leuten schon und dann entsteht halt sowas wie 31 CD für 500 Mio. Ich glaube 36 CD wird gerade für 3-4 Milliarden verkauft. Also ich meine, das sind alles Preise, die hättest du vorher niemals so bekommen. Außer du lackst rein und kriegst ein 23 CD-Pad für 9 Mio. Aber das ist in der Regel ja nicht der Fall. Also für Normies, für Leute, die eh nicht so viel Geld haben und auch nicht immer nach dem Perfekten streben, könnte es nicht besser sein. Und es wird eigentlich noch besser. Also, ich meine, es wird nicht ewig weitergehen mit dem Preise sinken. Irgendwann wird es aufhören, dass die Preise nicht weiter sinken. Aber noch sind wir da nicht angekommen und ich meine, langfristig werden die Preise wahrscheinlich trotzdem, oder sagen wir so, die Preise werden nicht weiter sinken, aber das Angebot wird halt immer größer. Solange immer noch ein paar Leute in dem Pet-NPC-Business bleiben, und das wird immer der Fall sein wahrscheinlich, viele werden es auch einfach für den Eigenbedarf machen. Und dann kommen einfach so viele Pets auf den Markt, das ist eigentlich immer noch so ein bisschen unglaubwürdig, dass sie das echt so gemacht haben. Vor allem, wenn man zurückdenkt, wie das am Anfang war. Nicht nur musstest du deine ganzen Pets selber züchten, weil ganz am Anfang konntest du sie ja nicht mal aus Dungeons droppen, weil es die Dungeons noch gar nicht gab. Du musstest die Pets alle selber züchten. S-Pet 540 Millionen Penya gekostet. Und dann hast du gererollt und es konnte sogar noch schlechter werden. Und jetzt sind wir einfach bei, du kriegst sie aus Dungeons, quasi gratis als Drop. Du kannst sie extrem günstig herstellen, wie in einer Fabrik. Du kannst sie quasi produzieren. Du kannst sie günstig von anderen Leuten kaufen. Und dein Pet kann nicht mehr schlechter werden, wenn du tatsächlich rerollst. Also, das ist wirklich geisteskrank. Für Flive schon fast unglaubwürdig, dass sie das so verbessert haben. So sehr. Wobei man natürlich dazu sagen muss, so wie es am Anfang war, haben bis auf wenige Leute das Pet ins System die meisten Leute komplett ignoriert. Ich auch. Am Anfang war das so schweineteuer, dass ich einfach gesagt habe, ich ignoriere das einfach, weil das ist komplett sinnlos. Das kann man sich niemals leisten als normaler Mensch. Weil es komplett Pay-to-Win war. Also sie mussten natürlich was ändern, das ist schon klar. Aber heißt ja nicht zwingend, dass sie dann auch wirklich was ändern. Also hätten ja trotzdem sagen können, nö, machen wir nicht. Für uns passt das schon so. Deswegen auf jeden Fall cool. Und ich bin froh, dass ich damals wirklich absolut nichts in Pets investiert habe. Das wäre ungut gewesen. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist mir diesen Fuchs zu kaufen. 1, 2, 3, 4, 5 für 2 Milliarden. Das tut schon noch ein bisschen weh. Und die Krabbe 1, 2, 3, 4, 5 für 1 Milliarde. Aber naja, dafür habe ich zumindest schon mal 2 gute Pets, die ich nur noch rerollen muss. Auf den High Levels. Damit warte ich dann natürlich noch ein bisschen.